Hallo liebe Nähfreunde, habt ihr Lust, euch eine lässige Wide-Leg-Hose selber zu nähen? Dann seid ihr hier genau richtig, denn in diesem Video stelle ich euch unser neues Hosenschnittmuster genauer vor. Neben unseren Slim- und Straight-Modellen haben wir nun also auch einen Hosenschnitt mit weiten Beinen für euch. Auch diese Hose hat einen Reißverschlussschlitz und den klassischen Five-Pocket-Style, also 2 Eingriffstaschen, ein Münzfach sowie 2 Gesäßtaschen. Die Rückseite wird hier jedoch mit Abnähern statt mit einer Passe genäht. Welche Vorteile das hat und wie der Rohling beim Passformcheck aussieht, das zeige ich euch gleich. Zuvor jedoch abonniert gerne noch meinen Kanal und wenn euch diese Hosennäh-Idee schon jetzt gefällt, lasst mir doch auch schon mal einen Daumen nach oben da. Bis gleich! Das Schnittmuster für die Wide-Leg-Hose bekommt ihr auf unserer Webseite unter diesem Link. Dabei könnt ihr wählen zwischen der hochgeschnittenen High-Waist-Variante, welche bis über den Bauchnabel reicht, sowie der Regular Waist, welche etwas tiefer sitzt. Zudem habt ihr die Wahl zwischen dem A4-Format zum Ausdrucken auf dem Haushaltsdrucker, bei dem ihr auch eine einzelne Größe auswählen könnt, oder der A0-Version, welche ihr von einem Druckservice in kompletter Größe ausplotten lassen könnt. Unsere bisherigen Jeans-Schnittmuster haben eine sehr körpernahe Passform und sind in erster Linie für Stretch-Denim konzipiert, also einem Jeansstoff mit Elastananteil. Die neue Wide-Leg-Variante könnt ihr auch wunderbar aus einem Denim ohne Elastananteil nähen, sowie aus anderen festen Hosenstoffen, zum Beispiel aus Köper, Cord oder auch einem eleganten Wollstoff mit Nadelstreifen. Für den Sommer könnt ihr die geraden Hosenbeine auch einfach kürzen, zum Beispiel zu einer Bermuda oder einer Culotte. Passende Stoffe, Nähfäden und Nähzubehör findet ihr in großer Auswahl in unserem Shop. Zum Nähen von Jeanshosen haben wir bereits eine 4-teilige Videoreihe. Mit diesen Videoanleitungen könnt ihr auch die neue Hosenform nähen. Damit eure selbstgenähte Hose am Ende perfekt sitzt, ist unser Schnitt wieder so konzipiert, dass er sich mit Anpasspunkten an eure individuellen Körpermaße ganz einfach anpassen lässt. Nachdem ihr mit Hilfe des zweiten Teils unserer Videoreihe eure Körpermaße ausgemessen und die passende Größe ausgewählt habt, werden die Teile für den Rohling zugeschnitten. Und zwar die Vorder- und die Hinterhosenteile, die Gesäßtaschen sowie den Außen- und den Innenbund. Wie bei unseren bisherigen Hosenschnittmustern ist der Bund rund geformt, wodurch er sich perfekt an den Körper anschmiegt. Damit die Bundteile schön exakt werden, werden sie im Bruch zugeschnitten. Da sie jedoch an der vorderen Mitte, also am Reißverschlussschlitz, nicht symmetrisch sind, müssen wir jeweils ein Stück, wie auf den Schnittteilen vermerkt, abtrennen. Die Bundteile habe ich aufgeklappt, sodass die rechte Stoffseite jeweils oben liegt. Beim Außenbund wird an dieser Seite ein Stück abgeschnitten. Beim Innenbund an dieser Seite. Und nun zeige ich euch, wie die Abnäher an der Hinterhose genäht werden. Hier liegt die linke Stoffseite oben und wir haben 3 Knipse sowie die Punktmarkierung. Ich falte die Hinterhose, sodass der Bruch durch den mittleren Knips und durch die Markierung verläuft. Die äußeren Knipse stecke ich mit einer Nadel zusammen. Zudem stecke ich 2 cm unter der Markierung eine Nadel, dies ist das Abnäherende. Für die Hose sowie viele andere Nähprojekte, zum Beispiel Taschen, die einen sauberen und schnellen Gradstich verlangen, verwende ich wie immer gerne meinen Sumato Schnellnäher von Juki. Wenn ihr den auch mal ausprobieren und wissen wollt, wie ihr mit dem Kniehebel und dem automatischen Fadenabschneider zurechtkommt, dann macht das doch mit einem Abo bei Nähmaschine for You. Dort könnt ihr dieses und viele weitere Modelle in einem Abo für 3, 6 oder 12 Monate testen und im Anschluss wieder zurückschicken oder sogar für den Restbetrag kaufen, wenn ihr happy damit seid. Für haltbare Nähte nutze ich den hochwertigen Allesnäher von Gütermann. Ich beginne mit der Abnähernaht hier oben an den Knipsen.
Zur Sicherheit könnt ihr sie euch aufzeichnen oder ihr nutzt wie ich ein Handmaß als Führung. Genau an der zuvor gesteckten Nadel lasse ich die Naht auslaufen, ohne zu verriegeln. Anschließend wird der Abnäherinhalt zur hinteren Mitte umgebügelt. Später, wenn ihr dann die komplette Hose richtig näht, könnt ihr den Abnäher auch mit einer Ziernaht dekorativ absteppen. Für alle weiteren Arbeitsschritte zum Nähen des Rohlings schaut euch nun den dritten Teil unserer Videoreihe an. So sieht dieser dann aus und angezogen so. Mithilfe des dritten Teils könnt ihr jetzt außerdem die Passform der Hose bewerten und wenn nötig Änderungen an eurem Rohling durchführen. Durch die Abnäher bei der Wide-Leg-Variante habt ihr weitere Anpassungsmöglichkeiten, beispielsweise wenn der Bund am Rücken absteht. Trennt dann den Bund noch einmal ab und zieht die Hose auf links gewendet an. Lasst euch nun am besten von jemandem helfen, das zu viel an Weite an beiden Abnähern gleichmäßig verteilt abzustecken. Messt die abgesteckte Weite an der ausgezogenen Hose aus. Bei mir sind das 8 mm. Dieser Betrag mal 2, bei mir also 1,6 cm, muss jeweils an den vorderen Kanten des Bundes mit einer Nadel markiert werden. Denn um diese Strecke wird der Bund auch entsprechend kürzer. Die Abnäher habe ich jetzt wie gesteckt genäht und auch den Bund wieder mit einem großen Stich angenäht. An der Vorderhose steht der Übertritt jetzt nicht nur 1 cm, sondern zuzüglich 1,6 cm über. Und der längere Untertritt steht nicht nur 5,5, sondern zuzüglich 1,6 cm über. Alle Bundknipse bis auf die hintere Mitte haben nun ihre Gültigkeit verloren und ihr müsst den Bund einfach gleichmäßig verteilt feststecken. Zur Überprüfung können wir jetzt nochmal eine Anprobe durchführen. Wenn ihr mit der Passform zufrieden seid, wird der Rohling aufgetrennt und die Hose mit Hilfe des vierten Teils unserer Jeans-Videoreihe komplett genäht. Und dafür gibt es jetzt noch ein weiteres Video, denn bei der bisherigen Verarbeitungsvariante für den Reißverschlussschlitz wird dieser mit den typischen Absteppungen für den Jeans-Look genäht. Im neuen zusätzlichen Video wird er etwas anders gearbeitet, dann hat er nur diesen Schlitzstepp und keine Absteppung an der Schrittnaht. Diese Variante ist ideal, wenn ihr eure Hose etwas cleaner, zum Beispiel aus einem Köper oder aus einem eleganten Nadelstreifenstoff nähen möchtet. Und nun bin ich mega gespannt auf die Hosen, die ihr euch mit unseren neuen, aber auch mit unseren bisherigen Schnittmustern nähen werdet. Falls ihr noch Fragen dazu habt, schreibt sie gerne in die Kommentare unter dieses Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nähen, freue mich über eure Daumen nach oben und sage Tschüss, bis zum nächsten Nähvideo.